Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Denkt dran, dass die Themen, die ich frisch gepresst habe, natürlich nicht nur interessant sind, sondern auch geil und deshalb den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, wie es ist. Auch die Glocke. Aber jetzt kommen die geilen Themen. Ja, ich weiß, ich habe es heute mal andersrum gemacht, weil ich wollte ein bisschen Abwechslung haben. Denn die frisch gepressten Themen sind, die EASA empfiehlt allen Fluggesellschaften den russischen Luftraum östlich des 60. Breitengrades zu meiden. Dann geht's weiter mit der ITA. Die ITA wird ja jetzt endlich von der Lufthansa übernommen. Was ändert sich? Dann haben wir Ryanair. Ryanair hat 90 Sekunden das Nachtflugverbot gerissen und musste dann nach Hannover 250 Kilometer weiterfliegen. Ist das so richtig oder nicht? Also da können wir nochmal uns das Ganze genauer angucken. Auch haben wir noch ein Thema, was Ryanair betrifft, und zwar Ryanair verlässt Deutschland doch nicht so, wie sie das gesagt haben. Das finde ich auch spannend. Viel Gemaule um nichts, aber an dieser Stelle Kleinflughäfen, also Regionalflughäfen, wie das eigentlich heißt. Schauen wir uns an. Und Airbus hat sein Lieferziel 2024 fast erreicht. Die Zahl ist geleakt worden. Nein, die Zahl ist sogar offiziell in der Pressemitteilung gewesen. Und wir haben Lufthansa, habe ich Lufthansa ITA schon gesagt? Ja, haben wir schon gesagt. Deshalb machen wir noch ein Thema, und zwar Hotelaktionäre. Da hatte ich gestern einen Call unter dieser Nummer. Nee, doch, die Hand war richtig. Mit jemandem hat WhatsApp geschrieben, hat gesagt, ja, hab Aktien und so weiter, lohnen sich Hotelaktien. Da habe ich dann noch mal ein bisschen recherchiert und ein bisschen was zu gefunden. Schauen wir uns dann mal genauer an. So, wollen wir loslegen mit der Sendung. Wir haben ja alles schon gesagt, dass ihr dort liken sollt. Die EASA hat eine Art Empfehlung rausgegeben, weil gesetzlich können sie das nicht vorschreiben, weil das muss ja jede Regierung selber machen. Und da ist es so, dass man den westrussischen Luftraum, und zwar auch schon wirklich, ich weiß gar nicht, wo ist denn Osten? Müsste eigentlich rein theoretisch in die Richtung sein. Aus Estland oder Helsinki, Finnland oder wie auch immer gesehen, direkt an die Ostgrenze. Selbst da ist es schon gefährlich zu fliegen, weil man dort im Luftraum nicht gerade eine große Koordination festgestellt hat. Also diese Koordination ist unzureichend für die Luftfahrt, denn die militärischen und zivilen Stellen, die kommunizieren nicht gut genug miteinander. Und da ist es halt so, dass man jetzt bei der EASA gesagt hat, die haben das nicht im Griff, da müssen wir reagieren. Nach dem Abschuss der E190, wo ja Passagiere 28 Stück am 25. Dezember ums Leben gekommen sind und in einer Meisterleistung 29 überlebt haben. Das muss man also den Piloten sagen. Die Maschine war ja fast nicht manövrierfähig. Die Azerbaijan Airlines 8243 am 25. Dezember, die ja in der kasachischen Stadt Aktau Gebruch gelandet ist, die sollte ja eigentlich nach Grosny und dort sind sie halt geflogen worden und es gab außen Explosionsgeräusche und dann ist man auch getroffen worden. Man sieht ja auch das Schrapnell, was da alles gekommen ist. Deshalb sieht man halt wirklich, wie robust das Flugzeug dann am Ende war und wie viel Glück man hatte, dass da nicht alles kaputt gegangen ist. Sonst wäre der Flieger entweder in Russland runtergegangen oder aber auch am Ende des Tages im Kaspischen Meer. Denn man ist ja wie so ein Karnickel im Zickzack da geflogen. Also auf jeden Fall alles, was Moskau, St. Petersburg, Jekaterinburg ist, ist einfach ein Luftraum, den man aufgrund der speziellen Empfehlung vermeiden sollte. Für uns europäische Fluggesellschaftsliebhaber ist es ja so, dass das kein Risiko ist, weil die nicht reinfliegen dürfen. Das Spoofing ist ja schon eine eigene Geschichte, also das heißt, dass man das GPS stört und so weiter und so fort. Das passiert ja gerade an der estischen Grenze oder an der finnischen Grenze, wenn man da fliegt. Finnair hat ja auch damals nach Tartu Flüge abgebrochen, weil da der Flughafen mit GPS-Anflug nicht zu nehmen war. Auf jeden Fall ist es so, der 60 Grad östlicher Länge ist so, dass man dort das vermeiden sollte. Und das ist schon direkt hier St. Petersburg. Ich weiß gar nicht, wie weit ist St. Petersburg von hier aus? 300, 400 Kilometer? Vielleicht 500. Auf jeden Fall ist es so, dass die europäischen Fluggesellschaften, wie ich ja gesagt habe, trotzdem da nicht reinkommen, weil man es gesperrt hat. Aber asiatische Fluggesellschaften, die halt direkte Routings fliegen, und man sieht das ja auf Flight Radar, wie sie
oben rumkommen über Russland und sich dadurch Vorteile verschaffen, aber gerade mit dieser schlechten Koordination natürlich ein Riesenthema ist. Deshalb muss man halt überlegen, ob man da was macht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir können Strafen machen, das war ja auch so eine Diskussion. Aber die Frage ist natürlich, ob man da jetzt in irgendwelcher Weise da aufgrund einer gesetzlichen Grundlage, die man dann halt nicht hat, auch eine Strafe geben kann. Also das macht keinen Sinn. Aber jeder, der halt noch fliegt, sollte halt überlegen, ob er sich das Risiko antut oder nicht. Da könnt ihr unten schreiben, was ihr dazu denkt, was ihr davon haltet. Da bin ich mal gespannt. Wir gehen weiter mit dem Thema Airbus. Und zwar Airbus hat ja die Zahl bekannt gegeben. Man hat das Lieferziel verpasst, knapp. Ich würde es andersrum sagen, man hat es noch erreicht, fast. Denn ich würde das positiv sehen, denn wenn man sieht, wie viele Probleme die Flugzeughersteller haben, Boeing sieht man das ja auch, dass die Zulieferer das Ganze nicht im Griff haben, aber auch natürlich die FAA-Regelung bei Boeing, deshalb haben die so ein bisschen angezogene Handbremse, ist es so, dass man 766 Maschinen gebaut hat. Das sind 31 Stück mehr als im Vorjahr. 800 wollte man halt haben, sind dann aber doch weniger geworden. Und was besonders spannend ist, im Dezember sind 123 Maschinen ausgeliefert worden. Ich hatte euch ja gestern erzählt in der Sendung, wie das gemacht worden ist, welche Tricks oder ob das ein Trick ist, weiß ich jetzt gar nicht. Man hat einfach nur ein bisschen gesagt, hier komm, da haben wir einen Lackschaden oder da haben wir den Schaden. Komm, kriegst hier Knete abgezogen und so weiter. Und dann ist das Thema durch. Aber am Ende des Tages ist es so, dass wir da halt nicht Sicherheitsrelevanz als Problem haben. Da geht es sich nur um Dekorschäden aus meiner Sicht. Also die Engpässe sind bei den Zulieferern natürlich problematisch. Und damit ist es halt auch ein Grund gewesen, warum man die ganzen Zahlen nicht erreichen konnte. Interessant ist es auch, wenn man auf Boeing sich das anguckt. Bei Boeing, da ist ja komplett das Problem, da hat man ja gerade mal 318 Flugzeuge ausgeliefert und da ist man natürlich in riesen Schritten den Boeing-Jungs weggeeilt. Die sind ja in einer absoluten Krise, wie ich ja eben schon gesagt habe, dass man bei 787, 737 MAX, dass man da natürlich ein Produkt hat, was unter FAA-Kontrolle ist. Im Vorjahr hatte man ja bei Boeing noch 528 Jets geschafft. Ich bin mal gespannt, ob die Großraumjets diesmal auch von Airbus gewonnen wird als Sparte. Da muss man einfach mal gucken, weil wenn man sich auch die Aufträge anguckt, ist bei beiden kein Mangel zu erkennen. Also beide können eigentlich mehr verkaufen, als sie haben. Und da ist es so, dass man bei Airbus im vergangenen Jahr 878 Passagier und Frachter als Bestellung bekommen hat. Dann hat man ein paar Stornos gehabt und dann sind es nur noch 826 Stück. Aber das ist ja eine krasse Zahl, wenn man überlegt, wie viel man da reingeholt hat. Denn der Auftragsbestand ist noch mal höher. Da reden wir über 8.658 Maschinen. Und da muss man natürlich sagen, dass man in dieses Jahr auch hofft, so viele reinzuholen an Bestellungen. Und das ist natürlich krass. Bei den Produktionszahlen ist es halt so, dass man da nicht hinterherkommt. In 2025 soll es weiter aufwärts gehen. Damals hat der Konzern 219 ja 863 Maschinen ausgeliefert, was ein Rekord ist. Da möchte man jetzt in 2025 den Rekord knacken wahrscheinlich. 2019 ist halt für alle so eine Benchmark, die noch geknackt werden muss. Aber bei Boeing ist es ja wirklich so, dass man dort ein Riesenthema hat. Ich bin mal gespannt, wann sie da nachkommen und dann auch die Flugzeuge ausgeliefert kriegen. Lufthansa selber hat ja auch ein paar Stück, 13 oder was war es, 787 noch da stehen. Ich hoffe mal, dass sie nicht weitere 737 MAX noch dazu nehmen. Das nur so als Randbemerkung. Aber auf jeden Fall ist es dem so, dass man da richtig Vollgas und Knallgas geht, denn Airbus möchte ja auch auf 75 Maschinen pro Monat vom Typ A320, also von der Serie, kommen in 2027. Und das ist natürlich auch krass. Aber auch hier ist es wirklich so, dass natürlich die 320er-Familie mit 602 Maschinen, das ist Brot und Butter, also das Ding geht wie geschnitten Brot. Und da muss man halt wirklich sagen, dass die 60% auf die 321er auch gegangen sind. Also daran sieht man halt wirklich, welche Flugzeuge im Moment gehen. Und da bin ich mal gespannt, wie es ist, ob man da auch jetzt mit den 321 XLR, LRs da nochmal weiter die Fertigung steigern kann auf 75. Aber es ist halt wirklich so, dass es an den Zulieferern mangelt.
Triebwerke, dadurch, dass die Triebwerke von dem Hersteller freigegeben worden sind, Pratt & Whitney und so weiter, dass sie da diese Reserve aufgelöst haben oder zumindest reduziert haben, konnten ja viele Flugzeuge, und zwar 123 Stück dann am Ende ausgeliefert werden. Das ist schon eine krasse Zahl, ne? Muss man mal überlegen. Bei den 350, 330er gab es 89 Modelle an seine Kunden, 75 wurden von der A220 ausgeliefert. Air Baltic bekommt den nächsten Tag seine 50. A220. Das muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen. Man muss natürlich gucken, ob man wirklich bei Airbus mehr Widebodies verkauft hat als Boeing oder ausgeliefert hat, muss man ja sagen. Dann ist es so gewesen, dass man natürlich nicht unbedingt sagen kann, dass Airbus damit der größte Hersteller ist, weil man auch ehrlich sein muss, denn viele Flugzeuge sind ja auch zurückgegangen, ne? Also da waren ja auch Probleme, aber ob Boeing sein Spiel wieder in den Griff kriegt. Und auch Embraer hatte ja gesagt, dass man 73 Flugzeuge ausgeliefert hat im Verkehr und 130 Business Jets. Und ich bin mal gespannt, was am 14. diesen Monats bei Boeing rauskommt. Die werden uns dann Zahlen nennen. Da könnt ihr was dazu sagen. Jetzt gehen wir auf das Thema Ryanair, und ich merke gerade, ich hatte die Sendung vorher auch einmal aufgenommen und hatte den Tod vergessen. Fragt mich nicht wieso. Bekloppt. Aber ich bin jetzt bei 11 Minuten 18, vorher war ich nur bei 8 Minuten. Ich sabbel länger, also kommt jetzt mehr fürs Geld. Ja, Kanalmitgliedschaft wäre. Ryanair fliegt in die deutsche Provinz, zum Beispiel Lübeck. Das ist ein Thema, was ich bekommen habe, glaube ich, vom Kollegen Stadtbär. Kollege Stadtbär schrieb da mir eine Nachricht, danke dafür und dass du mich darauf hingewiesen hast. Und zwar, wo haben wir ihn? Da ist es doch, war schon offen. Die ist dann doch nicht so teuer, wenn man auf solche Flughäfen geht. Ich habe geantwortet, kleine Flughäfen haben ja auch kaum Gebühren. Da werden wir in dem Beitrag jetzt auch nochmal drauf eingehen, ob es da keine Gebühren gibt oder überhaupt Gebühren gibt. Und dann sagte er, und bekomme durch die Zusammenarbeit mit Ryanair viele Probleme. Bin früher öfter als Privatflieger nach Lübeck geflogen. Als sie dort aufschlugen, war es vorbei mit der Beschaulichkeit. Naja gut, beschaulich ist es dann nicht, aber ich selbst fand das ja gar nicht so schlimm, in Hamburg oder in Berlin oder in Bremen oder sonst was zu landen. Tempelhof bin ich auch noch gelandet. Das war halt spannend. Das war halt Action, wenn du auf so einem großen Verkehrsflughafen gelandet bist. Also insofern, lasst uns das Thema mal genauer angucken. Und zwar ist es so, Ryanair hat ja gesagt, dass Deutschland teuer ist, aber man möchte jetzt aus Lübeck allein 3 neue Routen im Sommer 2025 aufnehmen. Hamburg hat man die Drehzahl reduziert, in 60% hat man abgezogen. Standorte wie Dortmund, Dresden, aber auch Leipzig, die werden komplett im Sommer 2025 geschlossen. Und Berlin wurde ja auch nochmal reduziert, wenn man ehrlich ist. Das ist also auch etwas, was in meinen Augen schwierig ist. Wir sollten dann auch mal uns mal anschauen, hätte es denn Lübeck gegeben ohne Hamburg oder mit Hamburg oder wie auch immer. Man sagt bei Ryanair Folgendes: wir müssen nicht in Deutschland sein, wir wollen in Deutschland sein. Und er sagte natürlich auch, dass man in Deutschland die Passagierzahlen auf 34 Millionen mit 30 zusätzlichen Flugzeugen steigern möchte. Aber ganz wichtig ist halt auch, dass, und das war die ursprüngliche Frage, Lübeck auch so gekommen wäre, wenn Hamburg geblieben wäre. Und er sagt als Beispiel Bergamo in Italien, ein seit unbedeutender Frachtflughafen gehört ja heute zu den größten Italiens und rangiert auf Platz 3 im Lande. Und genau diese Lösung ist es, die Ryanair den Provinzflughäfen mit auf den Weg gibt und sagt, hey, mit Ryanair fliegen heißt siegen lernen. Und da ist es so, dass 11 Jahre, nachdem man sich ja aus Lübeck zurückgezogen hat, in 2025 im Sommer jetzt wiederkommt. Wir haben ja schon 2025, oh Gott, wie die Zeit vergeht, der 10. Und wir hätten Lübeck im Sommer ohne ihn eröffnet, auch wenn wir uns nicht aus Hamburg zurückgezogen hätten. Das sagte wir jetzt nochmal als Zitat. Ich habe es ja eben schon mal gesagt. Aber auch stationiert Ryanair jeweils 7 Flugzeuge in Berlin und in Weeze. Weeze, ja, Kleinschwein würde Weeze kennen, wenn man dort nicht quasi das ganze Spiel sich mal angeguckt hätte mit Ryanair, wie die da gewachsen sind.
Und Münster und Saarbrücken wird auch mehr Frequenzen kommen. 43.000 Sitze kommen hinzu, 91.000 Sitze kommen übrigens dazu in Lübeck. Das Angebot an deutschen Flughäfen in der Region läuft um 800.000 Sitze. Ich hatte eben die Zahl noch gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Sitze da reduziert worden sind. Genau, es waren 1,8 Millionen Sitze abgezogen, aber 800.000 kommen dazu, sind also nur 1 Million weg, was trotzdem eine massive Zahl ist. Und der Grund liegt da drin natürlich, dass man sagt, Deutschland ist zu teuer. Rostock ist viel zu teuer, und jetzt kommt ein geiles Zitat: nicht nur die Gebühren von dem Deutschen, die wir als Klimaabgabe, wie auch immer, drauf zimmern, sondern es ist so, dass er gesagt hat, Hamburg hat nichts getan, um uns zu halten. Und zum Thema Rostock hat er gesagt, das letzte Mal, als wir in Rostock gesprochen haben, haben sie dumme, viel zu hohe Gebühren gefordert. Auch hier wieder Ryanair-Chef, und das ist nicht Michael O'Leary, sondern das ist unser Kollege Wilson. Also nur damit man es mal gehört hat. Was soll man dazu sagen? Ja, es gibt noch keine Frage des Tages, denn die nächste Frage des Tages kommt nach dem nächsten Kommentar, ich fast gesagt, nächsten Thema. Und zwar ist es so, es geistert ja durch die Presse, dass Ryanair 90 Sekunden zu spät gewesen ist. Und da ist es so gewesen, dass man aus Gran Canaria LPA zum Flughafen Berlin geflogen ist, 90 Sekunden nach dem Nachtflugverbot landen wollte, aber dass die 737 MAX 8-200, das war einfach MAX 2, dann nicht landen durfte und dann 250 Kilometer nach Hannover fliegen musste. Und dieses Nachtflugverbot ist natürlich so, dass es dort ein Problem gibt. 90 Sekunden klingt jetzt natürlich auch geil, dass der Flug FR 2501 nach Hamburg musste und dann 3-stündige Busfahrt nach Berlin von den Passagieren angetreten werden musste. Aber man muss auch der Ehrlichkeit halber mal so ein bisschen mal sich das angucken. Die Maschine flog schon mit 100 Minuten Verspätung ab. Das heißt also, sie sind ja gar nicht pünktlich gestartet. Dann das nächste Thema ist, gut, man kann Nachtflugverbot als bekloppt ansehen. Ich habe da auch so meine Schwierigkeiten, weil ich glaube, wenn ich im Flughafen näher wohne, ich habe in Langenhagen ja mal eine Wohnung gehabt, in Hannover, in der Einflugschneise. Ich habe da mit meiner Querke, damals gab es ja noch keinen Flightradar, gesessen und habe geguckt, geil, das ist die Lufthansa aus Frankfurt. Ja, und sah es aus dem Fenster, wie sie drüber geflogen sind. Das war schon cool, war auch laut, aber nicht zu laut in meinen Augen. Und wer halt sich im Flughafen näher begibt, der ist halt Lärm. Das ist so. Der Flughafen ist ja da. Ist ja jetzt nichts, was Neues ist. Oder wie meine Oma sagte, wer sich in Gefahr begibt, kommt drin um. Und genauso ist es, wer sich in Flughafennähe zum Schlafen liegt, der wird wohl mit Lärmproblemen haben. Und viele Flughäfen geben ja auch Dämmung. Aber diese 90 Sekunden sind am Ende dann doch mehr, weil die 90 Sekunden sind 30 Minuten plus 90 Sekunden, weil 30 Minuten sind Curfew oder beziehungsweise so Karenzzeit. Und damit muss man dann sagen, ja, das ist natürlich schon ein Thema. Ich kann das auch verstehen, wenn man sagt, ja, 90 Sekunden, dann sind es 120 Sekunden, dann sind es 180, dann sind wir auf einmal bei 10 Minuten, ja, sind 12 Minuten. Der durfte mit 11 Minuten landen, warum möchte ich mit 12 Minuten landen, mit 12, dass man dann weiter. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Regelung so ist, deshalb muss sie dann akzeptiert werden. Aber grundsätzlich finde ich ein Nachtflugverbot natürlich ein Problem. Man kann jetzt auch über Berlin sagen, ja, Regierungsmaschine hätte landen dürfen und alles geschenkt. Ich finde Nachtflugverbot grundsätzlich einfach so ein bisschen doof, macht für mich keinen Sinn. Aber ihr könnt hier die Frage des Tages beantworten. Macht ein Nachtflugverbot Sinn oder nicht? Da seid ihr gefragt. Ja, ihr, deine Meinung. Wir gehen weiter mit der Lufthansa zum ITA-Deal und zwar mit der neuen Tochter. Und bei der neuen Tochter ist es so, dass sich ja da viele Änderungen ergeben. Dann fragen wir uns noch mal ein paar Fragen. Die erste Frage ist natürlich, was bekommt Lufthansa für 325 Millionen? 41%. So. Dann kann man für 860 Millionen oder 830 Millionen, Entschuldigung, ich habe da 30 Millionen draufgeschlagen, so ungefähr, kann man dann wahrscheinlich die ganze Bude übernehmen bis 2033. Aber das sind ja nicht die einzigen Änderungen. Dann wird ja auch natürlich durch die EU-Kommission die ganzen Sachen, die man denen abgerungen hat mit Start- und Landerechten, Mailand und Rom, die man in Konkurrenz abgeben musste. Auch 3 Strecken nach Nordamerika sind ja gestrichen worden. Man muss auch präferiert Flughäfen wie Paris oder aber auch
London und Madrid anfliegen, um die Freunde der IAG respektive von der Air France KLM bevorzugt zu berädern. Und das ist halt auch ein Thema, was den Kunden, also uns, da als Unterschied kommt. Und zwar einmal ist es so, dass natürlich Deutschland und Österreich, Schweiz, also alles da, wo Lufthansa ist, auch Brüssel, optimiert wird. Heißt also, dass man da die Alitalia rausnimmt, in Rotationen und eigene Maschinen einsetzt oder in eine Konstellation einsetzt, die halt relativ spannend wird. Warum? Weil dann wird es vielleicht weniger Sitze geben und damit wird der Preis teurer. Oder wenn die gleichen Sitze da bleiben, wird auch preisteurer. Weil Lufthansa ist ja bekannt dafür, dass man, wenn es um Umsatz geht, nicht zimperlich ist und da Geld nimmt und viel Geld nimmt. Das sieht man ja auch an zum Beispiel Strecken wie München, Zürich, die halt wirklich unattraktiv geworden sind, preislich vor allem. Auch kann man natürlich sagen, 27 neue Strecken werden halt angeboten vom Wettbewerber, von den Freunden von der EasyJet, die halt ihre Basis in Rom und Mailand aufbauen, die also dann ihre, war das Venedig, glaube ich, aufgegeben hatten. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass die Lufthansa ja schon ein bisschen was zu sagen hatte, glaube ich zumindest. Denn die ITA steht ja auf einmal mit 100 Flugzeugen da, das ist damit die größte Tochter. Ja? Und man hat halt wirklich auch eine moderne Flotte. Der 330neo ist halt vielleicht die einzige, die nicht bei der Lufthansa vorkommt. Und dann geht es so, dass man ja in 2024 3 Milliarden Euro Umsatz gemacht hat und festhalten 40 Millionen Euro Gewinn in Aussicht hat. Also da ist schon was passiert. Der ITA-Chef, der Kollege Jörg Eberhardt, ist dort im Gespräch und wird dann auch wahrscheinlich Veranstaltungsleiter werden, weil er hat ja bei der Übernahme das Hauptwort. Er war ja auch bei Air Dolomiti Veranstaltungsleiter eine Zeit lang gewesen, nimmt dann im 5-köpfigen Führungsgremium, ist die erste ITA-Gesellschafterverlandung nach dem Lufthansa-Einstieg geplant. Die Lufthansa hat ja da glaube ich auch 2 oder 3 Sitze. Das wird auch relativ spannend werden, was da passiert. Aber der Herr Eberhardt spricht ja Italienisch, also auch ein guter Hinweis, dass die, gucken wir uns gleich mal an, ob die Italiener die Lufthansa mögen oder die Deutschen mögen oder ob das für uns gut ist oder nicht. Ich will da nicht vorgreifen. Für uns Passagiere ändert sich ja auch nochmal, dass man dann nicht mehr SkyTeam ist bei der Alitalia oder ITA, sondern Starlines wird und es wird auch keine Fortsetzung hier von der, wo habe ich meine Karte, von Volare geben und Volare wird mein Exekutiv Volare wird dann vielleicht ein Senator werden. Die genauen Sachen werden ja noch bekannt gegeben. Ist natürlich jetzt ehrlicherweise doof, dass er kein Horn rausspringt. Kleiner Scherz. Nein, aber ernsthaft, man wird halt auf Lufthansa meist immer umgepolt werden. Volare ist halt wirklich tot. Und dann werden wir auch an Lufthansa Starlines angedockt werden. Das ist von den Zielen, dann auch von den Zeiten her natürlich spannend, wenn man dann connected aus anderen Städten nach Mailand, dass das dann ganz erweitert wird. Damit wird das, glaube ich, auch das 6. Drehkreuz der Lufthansa. Das ist natürlich so, dass man dort auch internationale Ziele hat und auch spannenderweise natürlich Märkte wie Südamerika oder aber auch dann nach Afrika bedienen kann, Asien logischerweise auch. Vielleicht ist das auch gut, weil der Knick dann unten nicht mehr ganz so lang ist von Italien, also auch von der Kostenseite her. Und Fiumicino ist ein moderner Flughafen, also ein würdiger 6. Flughafen. Wir können ja mal gucken, wie so eine Lufthansa-Tour dann aussieht. Die Italiener haben ja auch eine starke Verbindung nach Nordamerika. Sie sind ja die drittstärkste EU-Volkswirtschaft oder drittgrößte. Also insofern ist da alles gut. Aber lass uns mal angucken, was die Italiener von dem Einstieg in Deutschland halten. Und der Herr Eberhardt spricht ja Englisch und ist da, Englisch sag ich schon, Englisch spricht er sowieso, aber auch Italienisch und ist damit halt auch jemand, der die Volksseele kennt. Und ich glaube, dass er dem gut tut, weil wenn man sich da anguckt, was da schon in der La Stampa als Satire gemacht worden ist, und zwar die neue Alitalien, genug mit Spaghetti-Essern, auf einer im schwarz-rot-goldenen Schriftzug auf einer überdimensionalen ITA-Maschine, die auch als Bockwurst überdimensioniert war. Also interessant, oder?
Aber wir haben ja auch gesehen, dass die Italiener noch ein bisschen Druck gemacht haben und gesagt haben, ja, wir müssen hier ein bisschen Pinkel holen, wollten nachverhandeln. Aber da hat der Deutsche gesagt, das machen wir natürlich nicht. Das geht gar nicht. Ich bin mal gespannt, wie ihr das seht, was ihr dazu sagt und wie seht ihr das, was sich ändert bei der ITA aus eurer Sicht? Also da könnt ihr unten schreiben und sagen oder ob ihr sagt, hey, scheißegal, Hauptsache in der Lounge, dass es noch Lasagne gibt. Also, können wir uns angucken. Ich bin auf eure Kommentare hier unten gespannt. Wir gehen jetzt weiter auf die Vorteile als Aktionär. Und zwar bei Fluggesellschaften oder bei anderen gibt es ja nicht so wirklich Vorteile, aber bei Hotelgruppen gibt es Vorteile, wenn man Aktionär ist. Auch gut, wenn man Aktionär war. Bei Lufthansa gab es ja früher immer Aktionärsessen und so weiter. Aber jetzt gucken wir uns das mal an, ob es sich als Aktionär lohnt, Aktien zu nehmen. Ich gebe keine Aktientipps. Und ich sage es vorneweg, ich empfehle Aktien nur zu nehmen, wenn ihr meint, dass da eine Gewinnsteigerung ist. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, Aktien zu kaufen, nur um Status zu bekommen, wie bei Accor zum Beispiel. Accor gibt da am meisten, denn die Accor haben ja sogar auch eine Accor Shareholders Club. Und da ist es so, wenn man dort 30 Nächte übernachtet, dann gibt es natürlich den Goldstatus. Und dann braucht man 30 Nächte. Aber wenn man halt Aktionär ist, dann bekommt man dort als Shareholder, der mindestens 50 Stück hat, diesen Goldstatus. Im Moment kostet die Bude irgendwo 46 Euro oder sowas. Könnt ihr selber ausrechnen, dann ist man bei 2200-isch Euro, um da den Goldstatus zu haben. Kann man billiger haben übrigens, glaube ich. Geht das billiger? Ne, war bei IAG, sorry. Denn das ist das nächste Thema und da bekommt man auch nicht wirklich was. Denn dort ist es so, dass man Rabatte bekommt und subject to availability, bla bla bla, das ist ganz normalen Quatsch. Aber jemand hatte mal geschrieben, dass man 15% auf die best flexible Rate bekommt. Und spannend ist es auch, dass man natürlich sagt, dass dort die ganzen nicht so wirklich sind. Und wenn man halt wirklich weiter guckt, macht das Sinn, weiß ich jetzt nicht. Also 120 Euro oder sowas kostet die Aktie im Moment, wenn ihr eine haben wollt. Also interessant vielleicht für den einen oder anderen. Und dann haben wir Melia-Hotels, die haben nochmal was ganz Tolles. Und zwar, da gibt es, wenn man den Status dann im Shareholders Club haben möchte, dann bekommt man Silber. Und wenn man 1000 Aktien hat, für mindestens ein Jahr, dann bekommt man sogar Gold. Und eine Aktie ist irgendwo 7 Euro. Und damit ist man dann auch relativ geldlos. Wer bei Premier Inn übernachtet, da ist es wesentlich günstiger. Da kriegt man für knapp 32, 33 Euro, kriegt man da schon kostenloses Frühstück. Aber ganz wichtig ist, muss man halt ein Premier Inn haben und ob man da dann übernachten möchte, weiß ich nicht. Es ist halt ein Budget-Hotel und ich habe Premier Inn, glaube ich, nur in Abu Dhabi am Flughafen gesehen. Habe ich da mal übernachtet. Ich war in dem Hotel drin, ich weiß aber nicht mehr warum. Also insofern für den einen oder anderen hier die Antwort, ob es sich lohnt, Hotelaktien zu nehmen oder nicht. Und meine Antwort war schon am Anfang so, wie ich sie gegeben habe. Kauft Aktien, um damit Erfolg zu haben und nicht über die Vorteile. Also das ist nur ein Icing on the Cake, also quasi eine Kirsche auf dem Kuchen. Ich muss hier ein bisschen Gas geben, denn die Sendung ist ja schon hier fast zu Ende, denn wir müssen wie immer an dieser Stelle nochmal die Fragen des Tages wiederholen. Die Frage des Tages ist, was haltet ihr vom Nachtflugverbot und was haltet ihr von der ITA-Übernahme? Was erwartet ihr davon aus eurer Sicht? Denn wir sind hier schon bei 30 Minuten fast. Ich muss die Sendung beenden. Ich mache jetzt den Schluss. Ihr macht Folgendes, ihr abonniert den Kanal, macht die Glocke an, macht ein Like und wie immer an dieser Stelle kommentiert, Kanalmitgliedschaft und Daumen hoch. Ihr wisst ja das ganze Spiel. Ich danke euch. Ich bin jetzt hier raus und ich freue mich auf euch. Bis morgen wieder in alter Frische am Samstag. Ich gehe jetzt erstmal spielen. Bis dann. Ciao.